Wo ist unser Hocker? Susanne, bei der wunderschönen Landschaft, warum guckst du so verkniffen? Das ist wirklich sehr kalt. Es ist wirklich. Ist doch wunderschön hier. Es ist bestimmt nur 5 Grad oder so. Es ist wirklich sehr, sehr kalt. Ich muss rauskommen. Christian, mal raus. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben als Ziel dieser Folge das Nordkap. Ob wir es schaffen bzw. in welcher Zeit wir es schaffen. Wir haben es ja schon ein paar Mal versucht und immer sind wir kurz vorm Ziel gescheitert. Aber diesmal wollen wir wirklich durchziehen. Das seht ihr in dieser Folge, was wir alles erleben auch. Viel Spaß beim Gucken. Los geht's! Susanne, was ist passiert? Da drüben steht ein Tscheche, der hat sich ausgesperrt gerade vor unseren Augen. Wir wollten eigentlich schnell abhauen, haben es aber nicht rechtzeitig geschafft. Und da hat er uns gefragt, ob wir nicht mal ein Messer für ihn hätten. Ja. Aber ich hätte ihm auch einen Schraubenzieher gegeben, also es hätte jetzt nicht mit dem Messer machen müssen. Okay. Zumindest liegt er jetzt unter seinem Auto. Seine Frau läuft ganz nervös hier im Kreis und versucht mit unserem Küchenmesser da irgendwie seine Ersatzschlüssel rauszuholen. Die hat er da scheinbar irgendwo verwahrt. Genau. Und ich glaube, er hat es geschafft. Er kommt nämlich gerade wieder und sieht gut aus. Inzwischen sind wir nördlich von Alta, also irgendwo zwischen Alta und dem Nordkap. Und wir hatten heute die Idee, dass wir ja in den Seiland-Nationalpark fahren könnten, der auf einer Insel liegt, wohin laut Maps eine Fähre führt. Also sind wir ein bisschen ab von der E6, sind wir ein bisschen ab von der E6 gefahren zu dem Fähranleger. Der befördert aber nur Personen. Und es ist auch nur so ein Schild mit einem Mann mit einem Motor hinten am Boot dran. Also gar keine richtige Fähre, sondern nur so ein Personentransfer. Und, Huckel. Na jedenfalls, wir sind also ewig dahin gefahren in dieses Dörfchen, um dann festzustellen, man kommt nicht auf die Seilandinsel, so wie wir uns das vorgestellt haben. Und sind dann so ein Stück weiter gefahren, wollten dann am Fjord entlang nach Norden in Richtung Hammerfest fahren. Haben dann in einem Dead End plötzlich gestanden, wo es nicht mehr weiterging. Mussten umkehren, haben die letzte Fähre verpasst und sitzen jetzt hier auf diesem Zipfel, wo auch immer das ist, irgendwo in Nordnorwegen fest. Morgen früh um 9:30 Uhr fährt die nächste Fähre.
Da haben wir dann wieder eine Chance wegzukommen. Ich muss sagen, ich finde das richtig unbehaglich, weil was ist, wenn jetzt irgendwas ist? Dann kommt man hier einfach nicht weg. Also ich finde das Gefühl blöd. Da ist ja nichts. Die anderen beiden sind super entspannt. Ja, wir werden jetzt das Beste draus machen, den Abend und die Nacht irgendwie rumkriegen. Wettervorhersagen sind, glaube ich, ganz gut. Vielleicht haben wir Glück und sehen heute mal das Nordlicht. Zumindest gibt es hier keine Lichtverschmutzung. Also wenn es kommt, dann würden wir es hier auch sehen. Ja, und dann drücken wir mal die Daumen, dass nichts passiert, bis wir morgen früh dann 9:30 Uhr mit der Fähre, mit der ersten Fähre von hier wieder abhauen, um dann zum Nordkap zu fahren. Heute Morgen sind wir gleich 9:30 Uhr mit der ersten Fähre gefahren. Heute ist eigentlich ein langweiliger Fahrtag. Das Wetter ist so semi und wir haben noch gerade auf dem Schild stand 177 Kilometer bis zum Nordkap. Dann sind wir da und wir haben gerade beschlossen, dass wir das heute jetzt einfach als Fahrtag abtun und bis dahin durchfahren. Und ja, ihr könnt gerne mal schauen, wie die Landschaft hier oben so wird. Wir finden es richtig, richtig schön. Vielleicht gefällt es euch ja genauso gut. Wir sehen uns dann gleich am Nordkap wieder. Aber wir sind hier in so einer Bucht und genau hier unten ist eine riesengroße, ja, keine Ahnung, Delfinschule, sag ich mal. Ich weiß nicht, was es genau ist. Delfine, Schweinswale, Grindwale, irgendwelche kleineren Walartigen. Und die sind ganz nah am Ufer. Die jagen hier direkt am Ufer und spielen hier rum. Das ist so krass. Also wir haben das jetzt ganz nah gesehen. Richtig, richtig cool. Die Delfine sind jetzt weitergezogen, da in die nächste Bucht rein. Oh, ist das schön hier. Susanne konnte ein bisschen was filmen, glaube ich. So, müssen wir mal die Aufnahmen checken, wie gelungen das ist. Ja, uns fehlt auch einfach uns fehlt ehrlich gesagt das Equipment für solche Aufnahmen. Ja. Ne? Und nichts ist so gut wie das Auge. Von daher bin ich froh, dass mein Auge das gesehen hat. Auf jeden Fall. Es war ein Wahnsinnserlebnis. Auf jeden Fall. Ja. Na gut. Wir sind jetzt im Nordkap-Tunnel und der Tunnel ist 7 Kilometer lang und geht unter Meer lang. Und es ist wirklich einfach nur beeindruckend, was die Norweger hier für Tunnel bauen. Ne? Also klar, in Deutschland gibt es auch krasse Tunnel, aber ja, es ist heftig auf jeden Fall. Ich habe übelst Druck auf den Ohren. Ja auch? Ja. Das geht. Oh, Druck auf den Ohren. Wenn man jetzt sich bewusst macht, dass das Meer über uns ist, das ist der absolute Wahnsinn. So, wir haben es geschafft. Gutes Gefühl. Sehr gutes Gefühl. Hier ist nochmal eine schöne Übersicht. Da ist der Tunnel, durch den wir gefahren sind, die 7 Kilometer. Und wir sind jetzt hier auf der letzten Insel. Da wollen wir hin. Und hier sind wir gerade. Das letzte Stück schaffen wir noch. Bald haben wir es geschafft. Sind wir am Nordkap. Das ist irgendwie krass.
Also die Landschaft hier, ich habe irgendwie gedacht, das wird nur felsig und langweilig, aber es ist so unfassbar schön und nochmal ganz anders als der Rest von Norwegen, weil ja, es ist ringsrum so fjällartig, also so Hochland, aber direkt an der Küste. Also es ist einfach richtig, richtig krass. Und heute ist es komplett windstill. Überall sind so Wolken- und Nebelschwaden in den Bergen, was die ganze Stimmung so ruhig und mystisch und ja, es ist eine ganz besondere Atmosphäre. Ich bin gerade richtig geflasht. Es ist jetzt nicht mehr weit, vielleicht noch 20 Minuten oder sowas, dann sind wir am nördlichsten Punkt Europas. Zumindest kommt man mit dem Auto nicht nördlicher. Es gibt noch eine 18 Kilometer lange Wanderung zum wirklich nördlichsten Punkt. Das geht aber nur zu Fuß. Da überlegen wir uns noch, ob wir die machen. Es soll nämlich mal wieder stürmisch werden und regnen ab morgen. Wir warten es mal ab, wie es tatsächlich ist. 18 Kilometer ist schon ganz schön weit und entscheiden das dann spontan. Aber es ist schon echt unfassbar schön hier. So, wir sind viel und weit gefahren heute und jetzt ist der Moment da, wir haben es geschafft. Was ist denn los, Susanne? Ich finde das so krass, ey. Ich muss ein kleines bisschen, mir kommt vielleicht eine kleine Träne oder wäre fast gekommen. Jetzt habe ich mich schon wieder befangen, weil du die Kamera angemacht hast. Lass wir gucken Aber mal. ja, ich finde es halt einfach so heftig, dass man jetzt einfach an der Stelle ist. Und keine Ahnung, das hier weiß ich nicht wie viel. Also die meisten Menschen können hier wahrscheinlich niemals hin. Das ist heftig, ne? Ja. Das ist heftig, das Ding. Und eigentlich ist das nur so eine beschissene Kugel. Stahlkugel. Da. Das ist eigentlich Quatsch so, ne? Aber es ist halt einfach das nördliche Ende von Europa. Und wir sind jetzt einfach hier. Auf dem Weg hierhin haben wir einen jungen Mann überholt, der mit Rucksack zu Fuß unterwegs war. Natürlich haben wir nicht angehalten, weil so kurz vorm Nordkap geht man davon aus, dass es eine krasse Reise für ihn war. Der kam auch gerade an und lief hier bei uns am Auto vorbei. Und ich habe ihm gratuliert, weil er jetzt hier angekommen ist und ich davon ausgehe, dass das eine Leistung war. Und habe ihn gefragt, wie weit er gelaufen ist. Er ist über 2100 Kilometer zu Fuß hier ans Nordkap gekommen. Was für eine krasse Leistung. Also falls du das Video siehst, nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, ich finde irgendwo diesen Fußmarsch auch im YouTube. Ich ziehe es mir auf jeden Fall rein. Wie krass ist das? 2100 Kilometer zu Fuß. Ich denke mal, eine Dusche wird ihm wahrscheinlich ganz gut tun. Hier ist lange Zeit nichts gewesen. Aber ich glaube, der hat andere Probleme heute als das Duschen. So eine geile Leistung. Krass. Bin richtig geflasht. Es ist der übelste Sturm. Ich friere wie ein Hund. Die meisten Wohnmobile sind hier vom Parkplatz schon geflüchtet, weil es echt stürmisch ist. Oh. Und ja, wir stehen jetzt aber hier noch, wir bleiben hier auch. Es ist ja hier überall Sturm. Also ja, es wird jetzt nirgendwo besser, auch wenn wir jetzt umziehen würden. Ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt, ich kenne noch hier Windschatten. Also auch wenn wir jetzt umziehen würden, es wird nirgendwo besser. Deswegen bleiben wir jetzt einfach hier stehen und harren irgendwie der Dinge, die da kommen. Wir wollten eigentlich morgen an den wahren nördlichen Punkt von Europa wandern. Aber es soll nur noch schlimmer werden mit dem Sturm und wenn es jetzt schon so ist, dann wird es morgen wahrscheinlich nichts. Schauen wir mal. Auf jeden Fall war es das von unserer Seite für heute. Wir sehen uns morgen. Mal gucken, wie die Nacht wird. Ich hau mir einfach gleich Oropax
Parks rein und da wird es schon irgendwie gehen. Das Schaukeln, das verkraftet man schon. Zumindest kann uns hier nichts auf den Kopf fallen, kein Steinschlag oder sowas. Und ja, wird eine ungemütliche Nacht, aber auch die wird umgehen. Guten Morgen hier vom Nordkap. Ich werde jetzt einen kleinen Spaziergang machen mit unserem Hund und ihr könnt gerne mitkommen. Ich zeige euch mal, wie das Wetter ist heute. Oder Susanne, wie ist das Wetter? Was gibt es zum Wetter zu sagen? Das ist unfassbar, der ganze Bus schaukelt. Wir haben den Sturm des Todes. Ja, komm. Wir gehen jetzt mal raus, ob das wirklich so ist. Ich muss bloß aufpassen, dass mir die Tür nicht aus der Hand reißt. Okay. Ja, ich hab Angst, dass was wegweht, weißt du? Also, guten Morgen, Hedi. Oh, Mensch. Guten Morgen, Hedi. Unsere Fahrradgarage hängt jetzt doch ein bisschen anders. So. Boah, es ist so krass draußen. Unfassbar. So, Hedi, jetzt willst du eine Runde gehen, ne? Das ist klar. Na los. Ich muss erstmal ein paar Sachen noch auf Vordermann bringen. Also die Fahrradgarage, die hängt jetzt quasi fast auf dem Dach drauf. Die müsste ich eigentlich abmachen. Und ich habe gerade hier Sachen in der Türe eingeklemmt. Da müsste ich mich auch noch drum kümmern. Na los geht's. So, der Schlagbaum wackelt auch ein bisschen. Ja, sehr schön, sehr schön. Na gut, da gehen wir jetzt Gassi, ne? Das Wetter lädt ein dazu. Ich muss erstmal die Jacke anziehen, weil draußen geht das nicht. Und dann geht's los. Schaut mal, Motorradfahrer. Ey, hier fährt ein Motorradfahrer mit Füßen unten, ne? Alter, der fliegt gleich hin. Wie ist es? An den Bus und so runter.